Hallihallo, Oliver Quakernack. Hallo auch. Ford Store Hagemeyer. Ich bin in Versmold und ja, wir haben heute hier die Hausmesse vom Ford Store Hagemeyer und wir haben den 7., 8., 9. Oktober? Ja. Entschuldigung, Oktober. Den 7., 8., 9. März 2025. Ja, wobei auf Oktober fiebern wir ja auch schon hin. Ja, aber, genau. Noch sind wir im März. Noch sind wir im März. Super geiles Wetter. Es ist wirklich traumhaft schönes Frühlingswetter. Ja, und der Laden ist voll. Ne? Du hast gesagt, am Freitag war ja schon viel los. Freitag haben sie uns schon überrannt, Samstag haben sie uns überrannt. Heute füllt sich auch gerade schon wieder. Also es ist wirklich, das Interesse an den Autos ist ungebannt. Ja, es ist Sonntag heute und jetzt kommen alle so nach und nach dem Frühstück kommen sie hierher. Ne? Ja. Wobei, nach dem Frühstück ist gut. Ich hatte schon welche aus Braunschweig, aus Darmstadt, aus Berlin, aus Hamburg heute getroffen hier. Ein paar haben auch hinten übernachtet. Also es ist schon, super. Ist schon spannend. Also ich habe mir schon eure wirklich große Vielfalt an Fahrzeugen hier angeschaut. Ich bin schon mal über den Hof gegangen, ich bin hier schon mal durch die Halle gegangen. Aber es gibt hier zwei Fahrzeuge, die wirklich total außergewöhnlich sind, die du mir unbedingt erklären musst, die wahrscheinlich die ganze Welt sehen will. Nämlich wir haben hier einmal ein Fahrzeug, was eine Tieferlegung hat, mit einem speziellen Luftfederfahrwerk. Ja, ein Vollluftfahrwerk. Ja. Alle Federn sind rausgeflogen, hinten die einzelnen Federn, vorne auch die Federbeine und ein komplettes Vollluftfahrwerk. Okay. Hat man speziell für uns entwickelt. Und dieses ist auch schon eingetragen, fahrfertig. Wahnsinn. Das muss ich dir mal zeigen. Das gucken wir uns jetzt gleich an, das genau. Das konntest du nämlich noch nicht sehen. Ich habe zwei Autos. Ich habe es nur auf dem Foto gesehen, Ich habe tatsächlich. zwei Autos hier, die sind nur mit dem Schlüssel interessant und die habe ich beide in der Hosentasche. Sehr gut. Und der zweite, den wir uns angucken wollen, den Oliver uns kurz erklären muss, ist dahinter der rote. Der hat nämlich ein spezielles Bearlock-Sicherungssystem. Ja. Und auch diese total coolen BF Goodrich-Felgen. Der kriegt immer mehr. Und seit gestern hat er auch Sandbretter. Das ist auch noch ein Prototyp. Wahnsinn. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit dem nivellierbaren Spezialnugget an, der unter 2 Meter geht. Oder sogar unter 1,99 Meter noch tiefer gehen könnte. Also 1,96 Meter ohne Markise, 1,99 mit Markise. Ja. Und dieses ist das erste Fahrzeug. Das nächste wird wahrscheinlich noch 2 oder 3 Zentimeter niedriger kommen. Wow, Wahnsinn. Dann hat man wirklich ein gutes Gefühl auch in der Wir können mal gucken, also hier hast du zum Beispiel gerade auch ein bisschen... So steht er ganz normal. Also 2 Meter ist er in der normalen Höhe und dann ist er ohne Markise tauglich bis 1,96 Meter. Und mit Markise auf 1,99 Meter. Das heißt also auf jeden Fall. Also im Originalformat, ich habe es auch auf der Website nochmal richtig aufgeschrieben. Wir haben sie alle mit Wasserwaage und so weiter ausgemessen. 1,8,7 Meter ist er mit Markise hoch, original. Ja. Und jetzt 2,8 Meter. 2,8,7 Meter ist er mit Markise von der Höhe gemessen. Ein leeres, neues Fahrzeug. Und der kommt auf 1,99. Wahnsinn. Ja, die hat er jetzt natürlich noch nicht. Genau, das können wir hier sehen. Also der Wagen ist jetzt hochgepumpt, ne? Ganz normal auf Standardhöhe. Ne? Ich pumpe ihn mal gleich ganz hoch. Offroad-Höhe geht hier auch. Ach so, geht auch noch. Okay. Das ist noch witziger. Aber das ist die Standardhöhe. Und innen drin haben wir dann das Bedienteil. Ist hier mit Magnet. Ich kann es auch mal hochnehmen. Ah, da, okay. So sieht das aus, das Teil. Ja. Das hat 3 verschiedene Höhenstufen und man kann jeden einzelnen Blasebalg einzeln bedienen und hier auch die Vorderachse und die Hinterachse. Da drücke ich jetzt mal drauf rum. Also erklären, jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt, das Auto geht runter. Ja, aber wenn man es sieht, das ist so ein Gefühl. Dann würde ich sagen, ich stelle mich mal draußen hin, du drückst mal drauf und ich filme mal. Soll ich die Hinterachse oder die Vorderachse nehmen? Ja, ich mache mal hinten. Hinten ist schön spektakulär. Aus, ne? Genau. Das ist die normale Stellung. Das ist ja wie so ein Ami-Showcar. Ja. Geht das auch? Hüpfen lassen? Das ist die volle Höhe. Das ist die volle Höhe, ja, okay. 10 cm höher als sonst. Ja. Jetzt ist er komplett auf Offroad-Stellung. Ja, und da jetzt noch ein paar AT-Reifen mit da drauf und dann ein Allradantrieb, dann bist du voll Offroad-fähig. Geht auch mit dem Langen, geht mit allen, ja. Pass auf, ich mache erst vorne wieder runter, das sieht dann aus wie beim A-Team. Krass. Krass, nicht? Das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt mal hinten.
Überleg auch mal auf dem Stellplatz, was du dann eine Nivellierhöhe Ja, hast. klar. Aber dann musst du ja schon fast aufpassen, wenn du über eine Bahnschwelle fährst, dass du nicht aufsetzt, ne? Also jeder fragt sich, wie schnell fährt er jetzt? Also dieser schaltet bei 50 km/h um und fährt dann auf die normale Höhe. Ah, okay. Also man kann bis 50 km/h damit fahren. Wenn man dran wackelt, merkt man, man will damit nicht 50 fahren. Also okay, er der ist ist ziemlich wirklich hart dann, komplett ne? im Block und es federt jetzt nur noch die Reifen. Demnächst geht er noch ein Stückchen weiter runter. Ich bin mal gespannt. Also jetzt kriege ich schon keinen Fuß mehr drunter. Also der geht wirklich Kannst du das nochmal zeigen gerade bitte? Nochmal. der geht wirklich richtig weit runter, der Wagen. Okay. Das ist wirklich spannend. Und damit passt er wirklich überall wunderbar rein. Also das Die ist wirklich Böschungs- eigentlich keine Fahrstellung, mit der man jetzt fahren will, sondern das ist wirklich irgendwas für ein Parkhaus. Tiefgarage, oder ich habe viele, die in ihre eigene Garage auch fahren möchten. Okay. Und dafür ist das super. Das ist natürlich ein gewisser Preis, aber also ein gewisser Preis, den ich jetzt nur für die Tiefgarage, nur für meine Garage vielleicht nicht ausgeben würde. Aber die Offroad-Stellung ist super und ich fahre das jetzt mal seitlich. Du musst mal von vorne schauen, was passiert. Okay. Das ist ja krass. Das heißt, du hast den jetzt links ganz hoch gefahren Links ganz hochgefahren, ja. und rechts hast du ihn unten gelassen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das optisch jetzt hier so drauf kriege auf den Film. Also der Wagen steht jetzt total schief. Ja, jetzt Ne, kann man also- auch auf die ganzen Stellplätze fahren, wo sonst niemand stehen möchte, weil sie zu schräg sind. Weil sie, Ja, sieht man aber schon. ja doch, man sieht so ein bisschen, ja tatsächlich. Ja. Aber das ist schon spannend. Also damit kann man super ausnivellieren und in Zukunft wird es, also so in 4 Wochen wird das fertig sein, eine automatische Nivellierung. Ah, okay. Drückt man nur auf den Knopf und dann pendelt sich das Auto perfekt aus. Perfekt. Aber es funktioniert auch schon so gut, man hat ja auch die App von dem Nugget. Da Ja. ist ja auch der Neigungswinkel, Wasserwaage mit dabei, ne? die Wasserwaage mit dabei. Und ich habe immer eine schöne Handyhalterung neben dem Lenkrad und dann kann ich, wenn ich auf dem Stellplatz angekommen bin, die App anmachen und auf die Knöpfe drücken, das gerade ausnivellieren. Ja, Das super. reicht auch schon so. Aber optional gegen Mehrpreis gibt es das demnächst dann auch zum Ausnivellieren. Jetzt hast du gesagt, also wir haben jetzt hier den kurzen Nugget. Möglich ist es aber auch beim langen Auch beim Lang und auch beim Fahrzeug mit Allradantrieb. und auch mit Allradantrieb. Ja. Und ihr habt ja bei uns damals beim Nugget habt ihr ja eine Zusatzluftfederung eingebaut. Da werden ja nur Ja. hinten Ja. die Anschlagpuffer mehr oder weniger ausgetauscht. Und hier habt ihr jetzt wirklich komplette Federn ausgetauscht. Ja, also bei Daim, bei der Version mit der Zusatzluftfederung, da kann man es höher fahren. Ja. Aber wenn man es runterfährt, irgendwann sind die Blattfedern natürlich das Ja, ja, klar, Limitierende. logisch. Und hier kommt die komplette Feder raus und deswegen kann man es auch ganz Ja, runterfahren. und es gibt ja auch im neuen Transit Custom gar keine Blattfedern mehr. Das sind ja Einzelradaufhängungen. 2 komplett, richtig ne? große Schraubenfedern hinten. Ja, genau. Wahnsinn. Also es ist schon wirklich Ja. irre. Total aber, Wahnsinn. Aber was noch interessant ist, das fragt ja immer mal jemand nach einer Trittstufe, nach einer elektrischen. Ja, Die kann man sich jetzt hier sparen. Die kann ich hier niemandem mehr verkaufen. Das Auto ist jetzt so niedrig, dass man wirklich wunderbar einsteigen kann. Und auch hinten, der Wagen ist ja höher geworden insgesamt. Ja, der ja. Boden, dadurch, dass man den in Zukunft später auch mit Hybrid oder als Elektro Ja, bekommen ja. wird, ist der Schritt rein etwas mehr. Aber das ist jetzt hier schon mal eine ganz andere Sache. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir können ins Parkhaus, wir können ins Gelände, Ja. wir können es nivellieren und wir können besser einsteigen von Ja. der Höhe. Also sind jetzt doch einige Möglichkeiten da, ne? Möglichkeiten. Und insgesamt ist es dann schon echt mega interessant. Ja. Noch eine Frage. Natürlich, den Umbau gibt es nicht nur für den Ford Nugget. Das heißt, wenn bei euch jemand einen Bürstner kaufen würde, einen Gibt's für Copper, den würde es Bürstner den auch geben. oder auch Ne? für die Westfalia, die neu bei Ja. uns sind. Also generell, also wir haben das mehr oder weniger exklusiv von dem Hersteller für Fahrzeuge auf Ford-Basis. Mhm. Das geht für einen Panama, das geht für einen Ranger, das geht für alle Fahrzeuge auf Basis des Transit Custom, Ja. ob kurz oder lang. Und jetzt habe ich gerade eben noch was gesehen, das würde ich noch mal ganz kurz zeigen. Nämlich Thema Auflastung. Jawohl. Das heißt, du kannst den Wagen hier, also er hat ja normalerweise 3,2 Tonnen vom Werk aus. Und ihr könnt ihn jetzt aufgrund der Luftfederung bis 3,5 Tonnen auflasten. Ja, also man kann. Das liegt man nur an der könnte- Luftfederung? Man könnte auch noch mehr machen. Also das liegt durch die Luftfederung. Also ohne Luftfederung geht es nicht. Das Ja. war beim alten möglich, weil der so viel Reserve an der Hinterachse hatte. Aber jetzt bei diesem hier geht es mit der Luftfederung auf 3,5 Tonnen. Das ist ja schon echt krass. Also Dann haben wir eine gute Zuladung. jetzt kommt die Frage der Fragen. Was kostet so ein Umbau?
Kannst du da schon was zu sagen? Also natürlich kannst du sagen, hier steht schwarz auf weiß. Die Videos sind immer länger, als die Preise gültig sind. Also das kostet aktuell 7.900 €. Stand März 2025. Ja, aber das wird auch so bleiben vorerst. Also 7.900 € wird das kosten. Ist ab sofort bestellbar. Ich habe auch schon welche verkauft davon. Was dazu kommt, optional, ist die Nivellierung. Da steht der Preis noch nicht fest. Und der Preis für die Auflastung, der steht auch noch nicht fest. Ah, okay. Das wird aber beides im Rahmen bleiben. Das ist ja wahrscheinlich ein TÜV-Gutachten nur, ne? was gemacht werden muss für die Auflastung. Also ich glaube, die Auflastung wird nicht viel kosten. Das ist mehr oder weniger nur ein Zusatzgutachten. Die Nivellierung, das wäre jetzt Mutmaßung, aber ich glaube, das wird auch nicht die Welt kosten. Also es ist beides sicherlich ganz interessant. Es ist viel Geld, ja. Ja, klar. Obwohl, es ist einerseits günstig, weil vergleichbare Systeme sind deutlich teurer. Aber es ist und bleibt natürlich viel Geld. Ist nicht was für jedermann, aber für viele ist es wirklich die Lösung, weil die sonst so ein Auto gar nicht fahren können. Also ich kenne tatsächlich jemanden, der einen alten Aufstelldach-Nugget fährt, der an sowas totales Interesse hätte, weil der nämlich wirklich eine Tiefgarage hat, wo er mit seinem Auto reinfahren müsste. Und für den wäre so ein Wagen, der unter 2 Meter geht, natürlich super. Mit der Markise, klar, wenn man den dann wirklich auf 1,99 bekommt, genial. Und wenn man noch weiter runter muss und die Markise weglässt, könnte man ja auch zur Not mit der Kederschiene da irgendwie einen Tarp reinziehen. Ne? Dann hat man noch mal 3 Zentimeter weniger. Ne? Sehr gut, Wahnsinn. Also das sieht echt aus wie so ein Ami-Showcar, muss ich ehrlich sagen. Das ist total ungewohnt, den so tief zu sehen. Drück ihn mal wieder gerade. Ja. Wahnsinn. Krass. So, Oliver, das zweite Fahrzeug, was hier bei dir im Ausstellungsraum steht, ist auch ein ganz besonderes. Erstmal die schönste Farbe finde ich im Moment aktuell, nämlich diese tolle sieht tot schick aus, Artisan Red heißt es, glaube ich. Aber wir haben hier ein Bearlock-System verbaut, nämlich so ein richtiges Camper-Schutzsystem steht hier mit verschiedenen Stahlbolzen. Das gucken wir uns gleich mal ganz genau an. Aber du hast hier in dem Dach noch was verbaut, was ich wirklich richtig klasse finde. Der eine oder andere kennt es schon, mal hier rum. Aber du kannst auch mal sehen, es ist hier hell drin. Jo. Also es ist auch im Alltag hell, denn hier oben haben wir ein kleines Dachfenster verbaut. Im Aufstelldach? Im Aufstelldach. Ist super, wenn man mal mit geschlossenem Dach schläft. Das passiert ja mal, wenn man irgendwo in der Stadt steht, inkognito. Und dann hat man hier eine Lüftung, hat auch ein Verdunklungsrollo, ein Fliegennetz. Also ganz normales Campingfenster, wenn man so will, ja? Es ist ein Glasfenster. Erst haben wir mit Plastik experimentiert. Das gefiel mir von der Optik noch ein bisschen besser. Aber nee, jetzt gefällt mir dieses besser von der Optik. Wir haben das dann aus Kunststoff wieder ausgebaut, haben es dann mit Glas eingebaut. Sieht totschick aus und die Dichtigkeit ist besser. Ja, okay. Wenn man es aufmacht, oben. Das ist wirklich toll. Ich meine, ich komme jetzt natürlich so nicht mehr dran. Müsste man auf dem Tritt, wenn du auf der Leiter bist, genau, da kann man das Fenster schließen. Aber es ist von der Größe her wirklich passgenau. Auch gerade wenn es runtergeklappt ist, haben wir vorhin gesehen, das passt genau hier vorne bis zur Kante des Bettes. Von der Breite her finde ich es ausreichend groß genug. Und vor allen Dingen, es ist halt wirklich jetzt, wenn man hier bei was kocht, kann man hier auch wunderbar, auch wenn man diese Seitenteile geschlossen hat, natürlich wunderbar auch dafür sorgen, dass hier der Kochgeruch ein bisschen rausgeht. Ja, das ist schon gut. Tolle Sache. Ja. Sehr gut. Solaranlage braucht ihr nicht zeigen, das kennen wir alles. Aber das Bearlock-System, das ist wirklich was Besonderes. Bearlock kennt ja jeder, das ist ja schon wirklich eine Institution, auch wirklich anerkannte Sicherheit mit der Gangschaltungssperre. Richtig. Oder bei dem neuen hier, der hat ja eine elektronische Gangschaltung, da gibt es eine Lenkradsperre von Bearlock zum Abschließen. Aber dieser hat dieses Camper-Schutzsystem, das wurde ursprünglich vor über einem Jahr entwickelt für VW, für den VW T6 und für die Älteren. In die bauen wir es übrigens auch ein. Ah, okay. Aber wir wollten das gerne für dieses haben. Dieses Auto war dann in Posen, in Polen, im Werk, eine Woche lang zum Umbau. Die haben das System optimiert für den neuen Nugget V710. Dann haben sie uns das Auto wiedergebracht, haben den 362 mitgenommen, den gleichen, den du hast, der steht draußen. Haben den auch umgebaut, auch optimiert. Danach haben sie uns 2 Tage geschult auf dem System und 2 Kundenfahrzeuge haben wir dann auch direkt umgebaut. Das heißt, ihr baut das jetzt hier selber um? Wir bauen das jetzt hier um und wir sind die einzigen in Deutschland, die das einbauen in den Transit. Geht auch in alle in Transit. Es ist, schön sind ja immer die Sachen, die im Hintergrund funktionieren und die man gar nicht sieht. Genau. Also es ist sehr schön verbaut. Das heißt also, man hat hier einen Bolzen. Ein Bolzen, der geht hoch. Und zwar geht er in diese Mechanik hier rein. Genau, ich würde mal sagen, ich setze mich mal gerade rein. Das ist auch richtig solide. Und dann schauen wir uns das mal an.
Zack, okay. zu. Man sieht es jetzt nicht so viel. Und Und wieder jetzt auf. wieder auf. Ja. Also es ist wirklich passgenau. Es ist ein irrer Aufwand. Es müssen alle Seitenteile abgebaut werden. Ja. Überall an jedes Teil muss Strom. Hier teilweise werden Löcher reingebohrt. Da braucht man einen 22 mm Fresskopf. Man braucht 2 für ein Loch, weil das gehärteter Stahl ist. Wahnsinn. Also es ist wirklich eine tricky Sache. Aber das hält richtig. Das ist also wirklich ein richtiger Stahlbolzen. Der ist also wirklich massiv. Der wird hier wahrscheinlich auch irgendwo am Karosserieträger dann festgemacht. Richtig massiv. Das hat richtig Hand und Fuß. Da hat man da das Noch Gegenteil. interessanter finde ich eigentlich hier vorne das Teil. Ja, das genau. Das ist ja nicht relativ dezent. wow. Und die Mechanik, ich habe dafür noch ein extra Video gemacht. Da ist eine riesige Mechanik nach innen aus einem riesigen Stahlteil. Ja. Also das kriegt kein Mensch auf. Die haben du das noch mal getestet zumachen, in Polen und jemanden bestellt, der so aufbrechen sollte. Die haben das halbe Auto verbogen, aber haben es nicht aufgekriegt. Wahnsinn. Also Ja. das ist total irre. Und dann haben wir an der Heckklappe haben wir auch Heckklappe noch eins, auch, ne? ja. Also das ganze Auto ist wirklich komplett hermetisch abgeregelt. An der Heckklappe haben wir hier den Halter. Auch, also das ist richtig pulverbeschichtet. Kannst ja richtig zur Not gut. auch dich selber doch dranhängen, ne? Da kann ich meinen Surfanzug dranhängen. Das ist ganz gut. Ja. Stimmt, da kann man einen Kleiderbügel dranhängen dann. Ja. Ist ja perfekt für den Sommer. Und Ja. dann haben wir den Schließer. Den sieht man jetzt kaum. Wenn du Natürlich. da ganz reinguckst, dann sieht man da hinten den Bolzen. Ja. Der ist da versteckt und die Mechanik ist in der C-Säule hinten Okay, versteckt. okay. Ja. Wenn natürlich der Strom ausgeht, wenn man Licht anlässt oder das Ja. Auto jetzt so ein Vierteljahr unten in Griechenland am Flughafen stehen lässt, dann hat man auch noch eine Notöffnung. Die zeige ich jetzt nicht genau. Auch ein Hochsicherheitszylinder, auch super verbaut. Damit kann man das Ganze öffnen von außen. Okay, okay. Ja. Ja, klar, es ist logisch. Wenn kein Strom da ist, funktionieren auch die Bolzen natürlich nicht. Verständlicherweise. man kriegt es dann nicht ne? wieder auf. Ja, klar. Und jetzt muss man wirklich, wenn man was klauen möchte, man hat ja oft viele wertvolle Sachen. Wenn ich schwimmen gehe, dann ist mein Laptop, darf ich gar nicht sagen, mein Laptop, mein Ja, iPad, mein das Handy, das ist ja alles kennt man drin. ja, kennt man ja, Und ne? halt alles, was einem lieb und wert ist. Und jetzt muss man wirklich durch die Scheibe rein und raus. Dabei würden wir beide zumindest auch unsere Blutgruppe hinterlassen. Also sind wir nicht gelenkig genug reinzukommen, ohne uns zu schneiden. Ja. Und man muss auch durch die Scheiben wieder raus. Ja, ja, also natürlich. das Teil ist und bleibt abgeschlossen. Ja, also schon Wahnsinn. eine coole Sache. Ja, und hier hast du noch die Entlüftungen mit eingebaut. Das sieht auch Ja, ziemlich cool aus. Ja, genau. die gibt es Das ist- mittlerweile dafür. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt auch diese Windabweiser, Ja. Dass man die Stück auflassen kann. Und genau. und Das haben wir ja bei uns auch drin, ja, genau. Da habe ich gerade den ersten Prototyp, der ist gestern fertig geworden, für die Sandbretthalter. Die werden hier nicht mehr geklebt, sondern die werden oben in die Kederschiene eingeschoben. Da haben wir die Halterung schon gehabt für unsere Wäscheleinen. Stimmt. Und unten ist es mit Magnet oder wahlweise geklebt. Also man kann es dann auch selbst montieren und muss es nicht bei uns machen lassen. Was ich eigentlich ganz smart fand. Also aber- Sandbleche hätte ich einmal in meinem Leben gebraucht bis jetzt. Wir haben welche im Auto, aber die sind noch nie benutzt worden. Ja, ist irgendwie ganz cool. Also sieht Aber es hat eine offroadig schöne, aus. eine schöne Ja, Offroad-Optik, ja. finde ich. Ne? Ja, Gerade mit den Reifen dann dabei. Ja, ich kann auch meiner noch, ne? Frau das auch verkaufen, denn es ist natürlich eine Männersache, Offroad, cool. Aber jeder hat sich schon mal festgefahren. Ja, das und stimmt, ich ja. habe die Teile zum Beispiel in Gedern vorne in Matsch gelegt, damit ich beim Aussteigen nicht gleich in Matsch trete. Das ist auch eine gute Sache, ja. Gerade so ein paar Meter weitergekommen Ja, bin. ja, In ja. den Schnee habe ich es auch schon gelegt. Also es ist, Stimmt, man ja. kann die für alle möglichen Stimmt, Sachen ja, gebrauchen. genau. Ja. Cool. Also Ja. nochmal, Berlock-System, Preis kostet hier 3.890 € für Ja, das es Fort ist eine Knox-System, riesige ne? Arbeit. Ja. Das heißt, wie lange braucht ihr dafür? Kommt ihr da mit einem Tag hin? Also wir werden in Zukunft mit einem Tag hin. Also ich plane aktuell noch 2 Tage, sicher ist sicher, aber Ja. 2 Mann an einem Tag werden Komplett das für auf dieses Dauer Auto. schaffen. Wahnsinn, ja. Ja, aber ach, ich habe noch mehr. Dieses ist immer der Kleine mit den vielen Extras, sag ich. Da ist noch mehr dran. Willst du noch mehr sehen? Ja, können wir mal gucken, was du noch hast. Ladebooster geht ja nicht bei diesen Fahrzeugen. Stimmt. Ja, genau. Und wir haben mit Westfalia gesprochen, mit Ford in England, mit den Technikern. Aber letztendlich hat uns der Büttner Elektriker geholfen, anhand der Schaltpläne das Ganze passend hinzukriegen. Aha. Baut es bitte nicht selbst ein. Man kann das nicht einfach so machen. Aber wir haben jetzt eine Ladebooster. Von Und Büttner? der neue Nugget, da müssten wir vielleicht mal ein spezielles Video machen. Da hast du mich ja auch schon mal gefragt, wie lange hält so ein Auto? Und, Also batterietechnisch, also Aufbaubatterietechnisch, ne? Ja. Und da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben, Ja. denn die Fahrzeuge sind, das System, was Ford sich ausgedacht hat, ist gut, vor allen Dingen aus Sicht des Konstrukteurs für Pkw.
oder aus Fortsicht. Vor Fortsicht. Früher hatten wir oft kaputte Batterien, Ja. die sind jetzt sehr gut geschützt. Aber die haben das mit dem Schutz wirklich so gut gemacht, dass man die Batterien auch nicht mehr ganz leer kriegt. Und so passiert es, dass 100% voll gehen sie sowieso nicht, eher 80%. Und ganz leer kriegt man sie auch nicht, sondern eher so 50 bis 60%. Schalten sehr, sehr früh ab. Ne? Ja, sehr kleiner Range ist nur nutzbar. Und wenn man jetzt einen Ladebooster einbaut und 20% mehr hat, dann ist das eine ganze Menge. Da hält er jetzt sogar doppelt so lange schon. Das heißt also, für den Campingbereich haben Sie leider nicht so weit gedacht, sondern eher, wie du sagst, für den Pkw-Bereich. Schon. Also es sind sehr viele interessante, da können wir jetzt nicht drauf angehen, das wird zu lange dauern. Ja. Diese Fusebox, die eingebaut ist, man hat keine Sicherung mehr, die man mitnehmen muss. Also das ist schon wirklich, wirklich durchdacht. Aber ich hätte mir gewünscht, man kann die Batterien besser leer saugen. Aber wir haben jetzt auch Lithium-Batterien eingebaut und damit sind wir schon bei der Standzeit von über 4 Tagen. Okay. Habe ich getestet. Licht komplett an, das zieht viel in dem Auto. Kühlschrank auf 5, Heizung auf 23 Grad, Aufstelldach auf und es war fast 0 Grad draußen. Da hat er 4 Tage durchgehalten. Okay. Also das kriegen wir schon hin. Was ihr hier als Besonderes habt, hast du mir vorhin erzählt, ist, du hast hier eine Lithium-Batterie drin und eine AGM-Batterie. Ne? Ja, beziehungsweise aktuell nicht mehr. Das ist ja mein Vorführwagen. Ja. Eine Lithium-Batterie, 150 Ampere und eine AGM-Batterie. Da werden jetzt viele sagen, um Gottes Willen, nein, das geht. Also die Büttner Tempra, die kann man mit AGM-Batterien kombinieren. Also man kann die dann auch zusammen mit dem Ladebooster auf einem AGM-Modus laden, denn die Tempra-Batterien, die brauchen keine Lithium-Ladegeräte. Da ist ein DC-DC-Wandler mit eingebaut. Das ist eine Kombination und damit hat er 4 Tage gestanden. Und jetzt als nächstes, da kommt, darf ich das sagen, wer das kriegt? Ja, bestimmt. Der Sascha kriegt demnächst eine Lithium-Batterie verbaut. Und da sind wir jetzt, das werden wir noch austüfteln, da werden wir 2 Lithium-Batterien verbauen. Und zwar nehmen wir die beiden kleineren von Büttner, 200er, dann haben wir 200 zusammen. Das reicht wirklich völlig. Und ich bin mal gespannt, wie lange der damit hinkommt. Ich wette, das hält eine Woche. Also wir werden bei uns im alten Nugget, ich muss ja jetzt leider immer der alte Nugget sagen, ich habe mir angewöhnt, Vormodell. Vormodell, okay, das klingt besser. Genauso schön wie der neue. Auf jeden Manche Fall. meinen das sogar anders, aber das Vormodell hast du ja noch. Das Vormodell, genau. Also wir werden in diesem Jahr auch noch eine Lithium-Batterie einbauen lassen. Also ich liebäugle mit der Büttner 150 Ampere-Stunden Batterie, auch mit dem Ladebooster tatsächlich. Und ich denke mal, ich werde das bei euch machen lassen und dann werden wir das natürlich auch filmen, weil der Vorteil ist, bei der Tempra-Batterie, wie du eben auch schon sagtest, wir müssen am Ladegerät nichts verändern. Ja, das originale Ladegerät kann bleiben, aber einen Ladebooster braucht er zwingend. Ja, genau. Deswegen werden wir das beides einbauen lassen. Also das heißt, die neue Büttner Tempra-Batterie und den neuen Büttner Ladebooster, den es bis zu 80 Ampere, glaube ich, das ist sogar, jetzt der 40 Ampere. Genau. Und der andere groß hat 80 Ampere. Ja. Ich habe gesagt, die Lithium-Batterie habe ich hier wieder ausgebaut. Ich möchte nämlich jetzt probieren, wie lange hält der Wagen mit Ladebooster. Weil ich glaube, also diese 20% mehr, die vielleicht rausgekitzelt werden mit Ladebooster, würden in deinem Auto wenig bringen. Das stimmt. Der hält eh schon 4 Tage und ob er dann noch einen halben Tag länger braucht. Aber da hier nur relativ wenig genutzt wird, um die Batterien zu schonen, könnte das sogar die Standzeit schon verdoppeln. Ja. Und, aber da brauche ich noch ein paar Tage. Bin ich mal gespannt. Das kann ich nächste Woche erst testen, wenn er draußen steht. Das ist dein Spielauto hier sozusagen, ne? dein Experimentalfahrzeug sozusagen. Ja. Super, Oliver, vielen, vielen Dank für diese 2 tollen Fahrzeuge, die du uns hier gezeigt hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall bei euch auf der Hausmesse heute, ist ja der letzte Tag natürlich, noch weiterhin viel Erfolg, viele tolle neue Kunden. Ja. Und also es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit in Deutschland, so viele Fahrzeuge auf einen Haufen zu sehen hier in verschiedenen Ausführungen. Du hast ja vor allen Dingen auch den neuen Nugget mit dem festen Klo, hast du ja auch schon da, mit der festen Toilette. Klo, mit dem Schrank, genau. Diese beiden. Westfalia vertreiben wir auch, Ja. da haben wir auch den Meridian und der Kelsey kommt noch, den Meridian und den Club Joker Urban habe ich gerade hier. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Wenn ihr Interesse habt an einem Nugget, meldet euch beim Ford Store Hagemeyer, beim Nugget Store, bei Oliver Quakernack und seinem Team. Die haben immer genügend Fahrzeuge hier zum Ausprobieren, zum Anschauen, auch zum Probefahren oder auch mal zum Leihen. Wenn ihr mal für ein Wochenende mit einem Nugget mal unterwegs sein wollt zum Testen, dann könnt ihr das hier auf jeden Fall machen.
Und jetzt sage ich, jetzt komme ich noch mal kurz mit auf den Film. Ja, das machst du immer gut, ne? Ja. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Gerne Vielen einen Dank. Daumen hoch für das Video. Natürlich geht ihr auch mal beim Nugget Store auf den YouTube-Kanal. Da findet ihr ganz viele... Nicht zu viel Werbung. Egal, das muss immer sein. Und ich sage vielen Dank, Oliver. Danke, dass du da warst. Ist immer nett mit dir. Ja. Bis Macht's dann. gut. Bye, Bis bye. bald. Ciao.